we are extremely confident that the world can transition to a sustainable energy future with the combination of solar, wind, plus battery storage and electric vehicles. If you have those three legs of the stool, then you can create a sustainable energy future for as long as the sun shines and the wind blows. Ja, wir sind schon da. Willkommen Berlin, willkommen Grünheide. Kelvin, was sagst du? Der Flug war gut? Ja, der war mega, aber wir sind ganz schön gerädert, oder? Ohne Mist, wir haben jetzt Montag, ich glaube 22 Uhr oder so. Ja. Wir mussten noch einen Flug vorverlegen, weil morgen gestreikt wird an den Flughäfen. Und da mussten wir ganz schnell zum Flughafen, sonst wären wir nicht mehr hier in Berlin angekommen. Deswegen, Leute, Intro kommt jetzt nach der Nacht. Wir gehen jetzt erstmal ins Hotel, entspannen, ruhen uns aus und morgen gibt's voll Action. Versprochen. Kelvin, schläfst du schon? Ja, André, ich schlafe schon. So, ihr Lieben, jetzt sind wir wirklich frisch und munter und begrüßen euch jetzt nochmal ganz förmlich zu einem neuen Video. Herzlich willkommen. Es wird ein geiles Video. Absolut. Kelvin, oder? Ja, ihr seht, wir sind hier, wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort, Leute, wir sind vor Ort. Berlin, wir kommen, ohne Mist. Genau, und wir begeben uns gleich jetzt mal zum Eingang und gucken, was uns erwartet. Genau, Leute, und das Wichtige ist jetzt nochmal zusammenzufassen. Dieses Video hier ist wirklich die Krönung eigentlich unseres Kanals. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht am Morgen den Kanal schließen werden, weil es gibt nicht mehr zu erreichen. Ja, das ist sick. Wir sind dabei. Und Elon Musk auch? Elon Musk ist auch dabei. Wir sind hier dabei, Leute. Das muss ich auf der Zunge zergehen. Wir sind dabei bei den 30 ersten Auslieferungen des Model Y Performance. Und das ist Wahnsinn. Was erwartet euch heute? Es gibt 2 Videos. Das bedeutet, das erste Video, alles was heute hier am Event abgeht, filmen wir natürlich mit. Und das zweite Video ist dann wirklich, wir werden detaillierten Blick mal aufs Model Y Performance werfen. Genau. Weil viele im Forum haben ja gesagt, hier, es ist irgendwie Spaltmaße und so weiter. Das werden wir alles prüfen, Leute. Also entspannt euch, wa? Kelvin? Genau, so sieht's aus und genießt das Video. Genießt das Video, nach dem Intro geht's los. So Leute, wir haben gerade unser Bändchen bekommen. Zeig mal das Bändchen, hier Owner, man sieht's, ne? Ja. Also wir sind jetzt offiziell drin in der ganzen Geschichte. Wie ihr hinter uns gerade seht, ist hier die ganze Eventfläche. Da hinten ist die große Bühne, da wird ihr dann auftreten. Wahnsinn. Wir haben hier Food Trucks, es gibt sogar Giga-Food, sehr, sehr geil. Ja. Hinter uns ist das First Owner Tent. Da quasi tummeln sich alle Leute rum, die jetzt genauso wie ich hier so ein Bändchen bekommen haben und das Model Y Performance abholen. Und ich bin ultra gespannt, wie es jetzt weitergeht. Noch ist es ziemlich ruhig, aber ab 10 Uhr jetzt geht's richtig ab. Es war gestern, muss man echt sagen, ein bisschen hektisch, aber umso mehr sind wir jetzt gehypt, dass wir hier sind. Oder das ist, nicht mit Worten zu beschreiben, muss man echt so sagen. Das ist ein einmaliges Erlebnis. In Europa vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es noch eine Giga geben wird, vielleicht mal, aber es ist einmalig, einfach einmalig. Da kommt doch schon der neue Model Y Performance Owner. Und Kelvin, was hast du denn hier? Leckeres geholt? Es gibt schon ein paar Leckereien hier. Schön Donuts, Wraps gibt's. Also fürs leibliche Wohl ist sehr gesorgt. Wahnsinn, echt Wahnsinn. So Leute, wie geht's denn jetzt hier weiter auf dem Event im Prinzip? Und zwar, Kelvin, kannst du was zu sagen? Genau, es geht jetzt weiter mit der Factory Tour. Also werden jetzt ein paar Gruppen kommen, die jetzt Stück für Stück in die Factory Tour kommen. Da kommt jetzt ein Bus, weil das Gelände doch sehr, sehr groß ist. Und dann schauen wir uns das Ganze von innen an. Aber das dürfen wir da nicht zeigen. Nee, leider nicht. Deswegen, aber wir werden euch danach natürlich die Impression teilen.
So, Kelvin, wir haben uns jetzt mal an die Seite gestellt, wirklich. Wundert euch nicht, wenn ihr hier noch Musik hört, das ist Party hard hier, das kann man nicht anders sagen. Ja, es ist, das ist Festivalstimmung. Es ist Festivalstimmung. Hier. Wir wollen euch noch mal kurz updaten, jetzt bei der Werksführung, bei der Factory Tour, im Prinzip, was da wirklich Massephase ist. Und es ist einfach irre, wa? Wir sind jetzt durchgelaufen. Das war total verrückt, also eine super frische, neue Fabrik, alles sauber. Ja, alles clean. Ja. Hat eine halbe Stunde jetzt gedauert, war insgesamt. Wir wurden schön durchgeleitet, waren 10 Leute ungefähr. Ja. Und wir können euch, also wir haben dann die Erlaubnis bekommen, ein paar Impressionen euch hier einzublenden. Das fängt alleine schon an bei dieser riesen Presshalle oder wie dieses Pressmaschine. Standswerk. Das Kranke ist, dadurch werden die ganzen Bauteile, also zum Beispiel vordere Casting, hintere Casting und sowas schon gestanzt, war. Genau. Und die haben halt, man hat dort ganz genau gesehen, wie wenig da eigentlich noch gemacht werden muss. Ne? Ja. Also es spart enorm viel Zeit ein, spart enorm viel Kosten auch ein. Da kommen riesige Teile raus. Riesige Teile. Also es ist wirklich eine ganze Seite von dem Auto und es ist laut. Es ist richtig laut. Man hört dieses Stanzen, da kommt mit mehreren tausend 3000 Tonnen. 3000 wird Tonnen. da draufgeknallt auf die Bleche und da kommt wirklich in Sekundentakt kommen da die Teile raus und wenn man dann wechseln möchte von, sage ich mal, von der Tür zu einer Heckklappe. Ja, da so vorne zum Beispiel. Da brauchen die, um dieses Werkzeug, also quasi die Form zu wechseln, nur 3 Minuten. Das heißt, das steht ja eigentlich gar nicht richtig still. Nee, das läuft durchweg. Das ballert durch die ganze Zeit. Die haben auch gesagt, also wir haben da mit Kollegen dort gesprochen und die haben gesagt, dass die Giga Berlin-Brandenburg jetzt wirklich von Tesla das innovativste und effizienteste Werk ist auf der ganzen Welt. Also da können wir auch ein Stück weit stolz sein, dass wir das in Deutschland hier überhaupt haben. Genau. Und was hat er auch zu Mitarbeitern gesagt? Aktuell sind 3000 Beschäftigte. Das kann noch hochskaliert werden auf 8.500 Mitarbeiter. War. Genau. Und am Ende, wir haben jetzt ein Ramp-up von 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Und das kann natürlich noch angepasst werden, nach oben hin. Aktuell fahren wir noch Model Y. Da hinten wird ja noch gebaut. Also hinter das da hinten wird alles noch gebaut. Das seht ihr jetzt gerade. Also das ist eine riesige Fläche gerodet und es ist super viel platt gemacht. Ja. Und da hinten, also stehen schon die nächsten Rohbauten. Absolut. Dann hatten wir auch eine Rundführung, wie die Teile dann zusammenkommen, wie auch diese Hochzeit passiert von der Drivetrain, also von den Motoren zur Karosserie. War ganz interessant, wirklich. Ja. Wir haben auch gefragt für euch gerade mal, wenn ihr mal irgendwann hier eine Factory Tour machen wollt, ob das möglich ist. Sie haben gesagt, das wissen wir noch nicht. Also ich glaube, die wollen erstmal, so wie es unser Eindruck war, die Prozesse glatt ziehen, dass wirklich auch alles reibungslos läuft. Und weil viel, was wir gesehen haben, ist noch Vorproduktion. Ja, das ist tatsächlich noch nicht Endauslieferung oder Endproduktion. Ja. Und was mich sehr erstaunt hat, zum Beispiel der Unterschied zwischen einem VW ID.3 mit knapp 30 Stunden. Ja, also Durchlaufzeit. Das heißt, ein Fahrzeug braucht 30 Stunden, um gebaut zu werden. Und bei Tesla? Bei Tesla sind wir gerade mal bei 10. Bei 10 Stunden? Ein ID.3 braucht genauso lange wie 3 Model Y. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also was hier an Effizienz läuft. Und das liegt auch einfach daran, dass Tesla von Grund auf neu gebaut hat und nicht erst irgendwelche bestehenden Factories umbauen musste. Das ist ganz wichtig heutzutage. Wir sind alles in allen sehr geflasht. Es ist Wahnsinn. Es ist ultra anstrengend, aber es ist ultra geil, muss man echt sagen, oder? Ja, also wir sind jetzt viel gelaufen und am Ende der Werksführung war ja das große Highlight. Das große Highlight, genau. Da zeigen wir euch jetzt einfach ein paar Impressionen. Ilem war da, wir haben Gänsehaut bekommen, oder? Ilem war 5 Meter, wenn überhaupt 3 Meter weg von uns. Ja, also total verrückt. Und wir kleinen Bimbos, wa? Ja. Wir kleinen, dass wir sowas erleben dürfen, das ist absolut krank. Vielen Dank nochmal an Tesla Mannheim auch, oder? Ja, mega. Also ohne euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Ja. Und Double Thumbs up für dieses tolle Team in Mannheim. Vielen Dank. So Leute, wir begrüßen recht herzlich Owners Club aus Bayern. Absolut wahnsinnig schön, dass ihr auch hier seid. Ja. Es ist einfach herrlich, oder? Was sagt ihr? Geil, oder? Unfassbar. Letztens. Dass wir sowas miterlebt haben. Und Leute, wir haben noch was für euch. Vor uns steht hier ein Model Y Performance und wir haben, glaube ich, ein paar Änderungen. War Kelvin? Ja. Ein paar Änderungen. Wir haben eben gerade noch was entdeckt, das hast du gerade noch gar nicht gesehen. Wir haben jetzt eine Kofferraumabdeckung. Wir haben eine Kofferraumabdeckung, Leute. Wir haben eine Kofferraumabdeckung. Das müssen wir gucken. Wir haben jetzt hier die wirklich sagenumwogene Kofferraumabdeckung. Die können wir auch so ein bisschen zumachen und wieder rausfahren. Das ist jetzt nichts Mechanisches oder sonst was, einfach nur ganz normal eine Abdeckung, ein bisschen gepolstert. Ja, das ist, glaube ich, schon mal eine der größeren Änderungen für Tesla-Verhältnisse. Absolut, zeig mal her. Und wir haben vorne noch gesehen an dem
am Scheibenreiniger hier, beziehungsweise an den Wischerblättern, seht ihr jetzt hier noch eine zusätzliche Sprühdose. Sprühfunktion im Prinzip, nicht nur hinten, sondern auch hier vorne. So Leute, ihr seht auch hier direkt wieder Performance-Pedalen, wie wir es auch vom Model 3 Performance kennen. Und wir schauen jetzt mal kurz, was sagt der Prozessor. Dafür gehen wir einfach auf Software und dann auf zusätzliche Fahrzeugdaten. Und hier haben wir natürlich auch den AMD Ryzen verbaut. So ihr Lieben, ich will jetzt mal kurz mit dem Handy. Es geht jetzt gleich los. Das bedeutet, Elon Musk kommt hier rein und die ersten Übergaben finden statt. Ihr seht es hier drüben auch Giga 001. Es ist unbeschreiblich, ich zittere, eine Kulisse, das ist atemberaubend. Im Hintergrund noch die Musik und ihr seht, der Laden hier ist absolut voll. Kevin übernimmt dann sein neues Model Y Performance. Es ist Wahnsinn. Hier wird schon richtig koordiniert, ihr seht es hier. Wow. Lieber Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, lieber Elon Musk, liebes Tesla-Team, lieber André, lieber Jos, lieber Jörg Steinbach, lieber Axel Vogel, lieber Robert Habeck. Herzlich willkommen Ihnen allen hier in Grünheide. Ein globales Unternehmen aus den USA. Das deutsche Unternehmen in den USA investieren und in China und an vielen anderen Orten der Welt. Aber dass Tesla als amerikanisches Unternehmen jetzt auch in Deutschland investiert. Wir brauchen globalen Wettbewerb und keine Deglobalisierung. Das geht schief. Dankeschön für alles. Freiburg, Grünheide und Deutschland. Well, go to English. We are extremely confident that the world can transition to a sustainable energy future with the combination of solar, wind, plus battery storage and electric vehicles. If you have those three legs of the stool, then you can create a sustainable energy future for as long as the sun shines and the wind blows.
Kelvin, es ist unbeschreiblich, oder? Es war mega. Also das war wirklich, ich glaube, eine einmalige Situation in unserem Leben. Ja, In diesem Kanal. Also ich glaube, krasser geht's nicht. Krasser geht's nicht, ne? Ich bin selber noch sprachlos auf der, auch Elon Musk so nah, der reichste Mann der Welt, so nah bei uns an der Nähe. Ja. Wir haben rübergerufen, er hat uns gesehen und so. Ja. Das war echt Wahnsinn. Ja. Und Leute, es ist ein Spektakel. Es ist echt ein Highlight. Wir können Mega. richtig stolz sein, dass wir hier in Deutschland die Gigafactory haben. Ja. Oder die Gigafactory für Europa, kann man sagen. Genau, Wa? für Europa. Für Europa. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war ein mega Event. Vielen Dank nochmal an Mannheim. Ja, die haben uns echt super Support, auch bei allen Autos, die wir bisher hatten. Ja. Wirklich mega, vielen Dank. Und ja, hier geht ja jetzt noch ein bisschen die Party. Hier geht jetzt noch richtig. Genau, die DJs Party. kommen heute Nacht noch und Bis 21 Uhr. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es jetzt? Um 4 oder so? wa? ja, wir haben jetzt 4. Die ersten Owners, die hauen jetzt schon ab. Wir müssen uns auch bald auf den Weg machen. Wir machen uns nehmen auch uns ab. gerade unser Auto dann mit und dann werden wir euch aber noch ein separaten Video zeigen, wie das Model Y Performance so abschneidet. Genau, was heißt abschneidet? Ihr seht oben, wir verlinken es euch mal rein, weil ich ziemlich gleichzeitig uploaden werde. Die Videos, wir verlinken es rein. Das heißt, ihr seht die Verarbeitung im Prinzip, ihr seht die Änderung, was ist neu. Da ist auch einiges neu, muss man echt sagen. Ja, ein paar Sachen sind neu. Ja, muss man echt sagen. Und wir gucken auch mal den Verbrauch an. Das bedeutet, wie schneidet das Model Y Performance jetzt im Verbrauch ab? Die 500, 600 Kilometer heim, war? Ja, genau, so sieht's aus. Wahnsinn. Also, wir wünschen euch wirklich einen schönen Tag. Hoffentlich konntet ihr es genießen. Es war manchmal ein bisschen hektisch, aber das gehört dazu bei so einem Event, oder? Eben, das ist Tesla Lifestyle. Das ist Tesla Lifestyle. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.